Herzlich willkommen. Heute Abend ist kein normaler Chat am Freitagabend. Heute ist ja auch kein normaler Freitag. Es ist der Karfreitag, an dem wir als Christen an das Sterben von Jesus am Kreuz denken. Man nennt diesen Tag auch einen stillen Tag und auch wenn es immer wieder umstritten ist, aber ich finde es gut, dass Tanzveranstaltungen und andere Sachen heute nicht stattfinden und auch die Welt mal einen Moment den Atem anhält. Ich lade euch herzlich ein zu einer Kreuzwegandacht. Was ist das? Es gibt traditionell 14 Stationen auf diesem Weg Jesu ans Kreuz. Wir sehen dazu 14 Bilder aus der Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz in Hannover-Mittelfeld, wo ich lange Jahre Pastor war. Diese Bilder wurden geschaffen von Professor Hormeyer und stellen den Leidensweg Jesu dar. Die Pastoren Herbert Naglatzky und Reinhard Töhle haben 1989 dazu ein Heft herausgegeben mit Gedanken und meditativen Texten, die ich für mich angepasst und überarbeitet habe und die ich euch nun zu den Bildern zu Gehör bringen werde. Das Ganze schließen wir dann mit einer Musik und mit einem Segen. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? When they crucified my Lord, were you there when they took him from the cross? Were you there when they took him from the cross? When they took him from the cross, were you there when they laid him in the tomb? Were you there when were you there when the stone was rolled away? Were you there when the stone was rolled away? Tremble, tremble.
the stone was rolled away. Station 1. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Da stehen sie und staunen, was soll das denn werden? Und wir sehen, wie der auf dem Stuhl abwehrend die Hände hebt. Niemals sollst du mir die Füße waschen, sagt Petrus zu Jesus. Doch der überzeugt ihn, dass er sich diesen Dienst gefallen lassen muss. Und auf einmal kann Petrus nicht genug der Wohltaten bekommen. Der Herr wird hier zum Diener seiner Jünger. Nur wer sich diesen Dienst Jesu gefallen lässt, der gewinnt an ihm Anteil, der empfängt die Gemeinschaft mit ihm. Die Nähe und Gegenwart Jesu erfahren wir nur dort, wo wir annehmen, was er an uns tut. Jesus, du bist uns ein Vorbild und wahrer Lehrer. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 2. Jesus betet im Garten Gethsemane. Es hat nicht gereicht. Der Tag war anstrengend. Die ganze Woche war voller Erlebnisse. Sie spüren die Anspannung, unter der Jesus steht. Und sie wollen seiner Bitte, mit ihm zu beten, ganz gewiss nachkommen. Aber ihre Kraft hat nicht gereicht. Sie sind eingeschlafen. Christus aber durchleidet Todesangst. Er zittert und zagt und fürchtet sich, und dennoch ist er bereit, dem Vater gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz. Er fleht, nimm diesen Kelch von mir, und betet doch zugleich, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus, du hast gekämpft und gelitten, wo wir längst versagen. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 3. Jesus wird gefangen genommen. Es ist soweit. Die Soldaten und die Knechte kommen, angeführt von Judas Iskariot, der Jesus begrüßt wie einen vertrauten Freund. So ganz trauen die Soldaten der Sache nicht. Sie sind für fast alles gerüstet, mit Schwertern und Stangen, Fackeln erhellen die Nacht. Aber nicht sie sind die Handelnden, darum stehen sie im Hintergrund. Das Eigentliche geschieht im Vordergrund, da wo sich Jesus und Judas umarmen. Und was hier geschieht, erschüttert uns. Denn da wird Freundschaft und Liebe geheuchelt, um Jesus ans Messer zu liefern. Zu was sind Menschen doch nicht alles fähig? Jesus, deine Liebe ist stärker als alles, was Menschen sich ausdenken können. Du überwindest selbst den schlimmsten Betrug. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 4. Jesus wird von Petrus verleugnet. Fast ist Jesus schon gar nicht mehr im Bild. Von einem Soldaten wird er abgeführt. Er blickt auf die Personengruppe an der rechten Seite des Bildes. Eine Frau schaut auf Jesus. Ihr Zeigefinger deutet auf ihn. Ihre andere Hand hat sie auf die Schulter des Petrus gelegt. Hautnah ist ihre Frage. Gehörst du nicht auch zu diesem Jesus von Nazareth? Doch Petrus schaut schon gar nicht mehr hin. Sein Körper ist zwar auf Jesus ausgerichtet, aber er zeigt nur noch mit dem Daumen auf ihn. Der vor kurzem noch geschworen hatte, für ihn in den Tod zu gehen, will jetzt nichts mehr von ihm wissen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Der krähende Hahn
bestätigt die Verleugnung. Und so muss Jesus nun in den Tod gehen für ihn und für uns alle, die wir schwach geworden sind im Glauben und in der Liebe. Jesus, du weißt so viel mehr von uns, als wir selber zugeben können. Doch du trägst uns auch dann, wenn wir versagen. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 5. Jesus wird zum Tode verurteilt. Auf dem Richterstuhl sitzt Pilatus. Mit einer Hand hält er sich an seinem Amtssitz fest, die andere stützt er auf das Schwert, das Zeichen für seine irdische Macht. Der Herr dieser Welt wird von einem zweitrangigen römischen Provinzbeamten zum Tode verurteilt. Doch Pilatus lehnt sich staunend zurück. Er hat keine Schuld gefunden an dem, der vor ihm steht. Nur äußere Umstände zwingen ihn, mitzuspielen und dem Verlangen des aufgewiegelten Volkes nachzugeben. Jesus steht vor ihm. Seine Hände sind gefesselt, den Imperatormantel der Verspottung hat man ihm umgelegt und bei der Geißelung hat man ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Man will ihn zutiefst in seiner Königswürde treffen und verletzen. Doch er schaut schweigend auf seine irdischen Richter. Menschliches Urteil will über Gott zu Gericht sitzen. Wir maßen uns an, über Gott zu bestimmen, doch er will uns vom Tode freisprechen. Jesus, du bist selbst in scheinbarer Ohnmacht Herr der Lage. Vor dir zerfallen all unsere Sicherheiten zu Staub. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 6. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Die Verhandlung vor Pilatus ist beendet. Das Todesurteil über Jesus ist gesprochen und nun wird Jesus an die Henkersknechte ausgeliefert, damit sie das Urteil vollstrecken. Ein Henkersknecht bringt das Kreuz. Noch hält er es mit seinen Armen ganz fest. Fast scheint er es sich zu überlegen. Soll ich es an Jesus weitergeben oder nicht? Doch bevor der Henkersknecht handeln kann, handelt Jesus. Er ergreift das Kreuz und nimmt es auf seine Schulter. Kein Mensch kann über ihn und sein Kreuz entscheiden, sondern er ist es, der freiwillig das Kreuz trägt. Und so bleibt Jesus auch unter der Last des Kreuzes der Herr, der die Vollmacht hat, sein Leben zu geben und hinzunehmen. Mit dem Kreuz aber nimmt er zugleich unsere Krankheit und unsere Schmerzen auf sich, um uns in Not und Elend nahe zu sein. Jesus, du trägst auch unser Kreuz, unsere Lasten und unsere Schuld. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 7. Jesus fällt unter dem Kreuz. Die Last des Kreuzes ist zu schwer geworden. Das stundenlange Verhör, das Verspotten, das Auspeitschen, alles hat an seinen Kräften gezehrt. Jesus scheint am Ende. Er kann nicht mehr weiter. Und so bricht er auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte zusammen. Da hat der Henkersknecht mit ihm Erbarmen. Er hält das Kreuz fest, damit es nicht auf Jesus fällt und ihn zerschmettert. Doch kann irgendein Mensch diese Last tragen, die Jesus da auf sich genommen hat? Das Mitleiden kommt an seine Grenzen, denn wir wissen im Grunde unseres Herzens, dass das niemand könnte. Jesus wirft das Leid, unser Leid, nicht ab, sondern er nimmt es in Geduld an. Dadurch sind wir ihm so nah, leiden mit ihm und wissen doch ganz genau, wenn wir unter einer Last zusammenbrechen, ist er da, um uns zu stützen und lässt uns sein Erbarmen spüren.
Jesus, du bist selbst unter dieser unmenschlichen Last nicht zerbrochen. Darum müssen auch wir nicht an unserer Schuld zerbrechen. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 8. Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Jesus richtet sich nach dem Sturz mühsam auf. Seine Hände suchen das Gleichgewicht. Er kann das Kreuz nicht mehr allein weitertragen. Hinter ihm steht mit unwilligem Gesicht, aber auch mit entsetzten Augen Simon. Seine Gestalt scheint unten in die Gestalt des gebückten Jesus überzugehen. Das Kreuz trägt er fast mit Leichtigkeit. Seine Hände umfassen es von hinten. Zufällig war er vorbeigekommen und wird nun gezwungen, dem Herrn das Kreuz zu tragen. Das Kreuz des anderen kommt uns meistens ungelegen. Eine überraschende Situation zwingt es uns auf. Einer trage des anderen Last. Jesus lässt sich diesen Dienst gefallen, doch letztlich ist er es, der unsere Last für uns trägt. Jesus, du legst auch uns manchmal eine Last auf, eine Last, die wir tragen können. So hilfst du uns, dass wir helfen können. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 9. Jesus spricht zu den weinenden Frauen. Die Frauen haben ihre Kinder schützend an sich gezogen. Sie vergießen Tränen über das, was sie mit ansehen müssen. Die kniende Frau hält sich ihre Hände vor das Gesicht. Jesus tritt ihnen entgegen. Seine linke Hand ist erhoben. Er, der auf dem Weg zu seiner Hinrichtung ist, sagt den Frauen: Weint nicht um mich, aber weint über die Sünden der Menschen, die die Ursache sind für mein Leid. Weint um euch und eure Kinder. Doch zugleich scheint seine Hand wie segnend den Frauen zugewandt. Auch für sie geht er ans Kreuz. Jesus, selbst in der tiefsten Not tröstest du noch andere. Lass auch uns darin Trost finden, wenn wir um uns selber weinen müssen. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 10. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Die Soldaten nehmen Jesus die Kleider fort. Gerade ziehen sie ihm sein Gewand aus, sie entkleiden ihn. Aller Ehre wird er beraubt, man erniedrigt ihn. Nackt soll er getötet werden. So wird ihm jede menschliche Würde genommen. Man hat keinen Respekt mehr vor ihm. Übrig bleibt nur noch Verachtung. Jesus aber lässt das Treiben der Soldaten willig über sich ergehen. Er wehrt sich nicht, aber er schämt sich vor der Schamlosigkeit der Henkersknechte. So versucht er mit den Händen seine Blöße zu bedecken, mit seiner Rechten schützt er seine Brust, mit der Linken hält er ein Lendentuch fest. Alles hat man Jesus genommen. Jesus, du zahlst nicht Gleiches mit Gleichem heim. Wer dich verachtet, wird doch von dir geliebt, und du willst ihn zurechtbringen. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 11. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Man hat Jesus aufs Kreuz gelegt. Man nagelt ihn fest. An den Füßen und an der linken Hand ist dies bereits geschehen, nun ist die rechte Hand dran. Den Hammer hat der Henkersknecht bereits erhoben, gleich wird er zuschlagen, hart und kräftig. Ist dies Gottes Wille? Oder ist dies der Wille der Menschen? Wer verursacht hier die Qualen? Kreuzige ihn, so hatte die aufgestachelte Menge vor Pilatus geschrien. Jetzt wird die Bosheit der Menschen an ihm vollstreckt.
Doch während man ihn kreuzigt, betet er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man tut ihm Böses, aber auch von denen, die böse handeln, wendet er sich nicht ab, denn sie sind Unwissende, die auf Gottes Vergebung angewiesen sind. Jesus, wie sehr hast du gelitten für uns? Kaum können wir hinsehen und doch den Blick nicht wenden. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 12. Jesus stirbt am Kreuz. Der Körper ist ganz mit dem Kreuz verschmolzen. Der mit Dornen gekrönte Kopf ist zur Seite geneigt, das Leben ist entwichen. Am Kreuz ist das Königsschild angebracht. Unter dem Kreuz stehen Maria, ihr Gesicht hat sie mit den Händen verdeckt, und Johannes, er hat seine Hände zur Anbetung zusammengelegt. Die ihm im Leben am nächsten standen, die stehen auch unter dem Kreuz, von ihm verbunden zu einer neuen Verwandtschaft. Der Totenschädel mit den Knochen am Fußende des Kreuzes stellt einer alten Legende folgend die Gebeine des Adam dar. Das Kreuz sei an der Stelle errichtet, an der Adam begraben sei, heißt es. So wird gezeigt, dass Jesus, der Sohn Gottes, für den Menschen, der doch auch Kind Gottes ist, den Tod besiegt hat, indem er starb am Kreuz. Jesus, du bist auch für uns gestorben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 13. Jesu Leichnam ruht im Schoße seiner Mutter. Maria hält ihren toten Sohn ein letztes Mal in ihren Armen. Ihr Gesicht ist ihm zugewandt, das Unfassliche ist Ereignis geworden. Es ist kaum von ihr zu bewältigen. Wenige Tage nach der Geburt hat sie ihn im Tempel Gott, dem Vater, dargebracht. Dann musste sie ihn den Menschen überlassen, und jetzt wird er Gott, dem Vater, zurückgegeben, als der, den Menschen bis zum Tode grausam zugerichtet haben. Maria musste all die Schmerzen des Herrn wie in einem Spiegel in ihre Seele einprägen lassen, und es war, als ginge ein Schwert durch ihr Herz. Jesus, manchmal möchten auch wir mehr tun und sind doch hilflos. Hilf uns, dass wir auch das aushalten können, weil wir von dir gehalten werden. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Station 14. Jesus wird ins Grab gelegt. Es ist der letzte Liebesdienst, den sie ihm erweisen können. Sie lassen den Leichnam hinunter in das Felsengrab des Josef von Arimathäa. Doch ihre Gesichter sind stumm und versteinert. Der Sabbat beginnt und drängt sie zur Eile. Eigentlich diente dieser Tag Gott zur Ruhe nach der Schöpfung. Nach dem Ende der Erlösung wird der Gottessohn in diese Sabbatruhe hineingebettet. Das Ziel ist nahe, wozu Gott alle Dinge im Anfang geschaffen hat. Schöpfung und Erlösung sind verschmolzen in der Erwartung der Auferstehung. Jesus, wir werden still angesichts dessen, was du für uns getan hast. Neues Leben willst du uns geben, und dafür muss das Alte gestorben sein. Wir beten dich an und wir preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Schmerz und voll
verleihst du mir. Du edles Angesichte, davor sonst schreckt und scheut das große Weltgewichte. Wie bist du so bespeit? Wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts getan. Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost. Dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinen Leiden mein Heil mich finden soll. Ach, möcht ich, o mein Leben, an deinem Kreuze hier mein Leben von mir geben, wie wohl geschähe mir. Und so geht in diesen Abend hinein, in aller Ruhe und Gelassenheit. Behaltet das, was ihr eben gehört und gesehen habt, in eurem Herzen, bewegt es einmal auf ganz persönliche Weise und dann geht ruhig in die Stille. Nehmt euch einfach mal einen ruhigen Tag vor morgen, wenn es möglich ist. Und am Sonntag, dann dürft ihr euch von ganzem Herzen freuen, dass es Ostern wird und dass das mehr ist als Frühlingsblumen, bunte Eier und Osterhasen. Wir feiern dann am Dienstag den Gottesdienst zu Ostern. Bis dahin seid Gott befohlen.